Moin und herzlich willkommen. Ich bin Marc, das ist Dad's Barbecue und heute versuche ich eine italienische Pizza mit nur 3 Zutaten zu machen. Ob das wirklich möglich ist, das seht ihr heute bei mir im Video. Und zu verdanken habt ihr dieses Video im Prinzip Rolf von Westmünster Barbecue, denn der hat den Pizzateig von Lidl getestet und hat den für kann man machen beurteilt. Ja, und ich dachte, kann man machen, wollte ich mal ausprobieren. Ich hatte schon immer mal vor, eine Pizza mit nur 3 Zutaten zu machen. Die Zutaten sind dann natürlich wie immer, wenn ich sie nutze, auch wenn es nur 3 sind. Aber wahrscheinlich habt ihr das schon im Thumbnail gesehen. Eigentlich sollte euch ja das Gyros-Video kommen. Das wird parallel gedreht. Das dauert aber ein bisschen länger, weil das ist heute noch nicht fertig. Das drehe ich nächste Woche zu Ende. Das heißt, es kommt erst nächste Woche das Video mit dem Gyros. Ja, und deswegen schiebe ich einfach mal das Video, wie mache ich eine Pizza aus 3 Zutaten dazwischen. Es gibt dazu kein Rezept, das heißt, ich werde es am Ende nicht verlinken bei mir in meinem Blog, aber da gibt es ganz viele andere Pizzarezepte. Einfach mal reinschauen. Mein Pizzaofen ist schon gut vorgeheizt. Der Teig, der muss 15 Minuten vorher aus dem Kühlschrank geholt werden. Auch das ist schon passiert. Das heißt, wir brauchen nicht lange reden. Wir können gleich losgehen. Übrigens, wenn ihr genau wissen wollt, was ihr bei dem Teig zu beachten habt, wie ihr den zu behandeln habt, wie er schmeckt, und schaut euch das Video von Rolf an. Ich verlinke es euch nochmal. So, dann werde ich den Pizzateig ausrollen, also formen. Das heißt, ich brauche einmal Semola, weil ich mal wieder keinen Semola finde. Ich weiß gar nicht, wo ich das stehen habe. Nehme ich mal ein Nullermehl. Das muss heute auch reichen. Muss passen. Ich kaufe immer Semola und wenn ich es brauche, dann habe ich es nie da. Wie Rolf es schon gesagt hat, ich bin der Meinung, das ist der Teig für eine Pizza und nicht, wie sie sagen, für 2 Pizzen. Ein bisschen ausformen. Und ja, ich stehe auf die Zweihand-Wischtechnik, nicht auf die Überschlagtechnik. So, dann haben wir schon mal den Boden. Jetzt kommt der Belag drauf. Und ich nehme heute zartes Filet vom Hering Toskana. Also so ein bisschen was Italienisches drin. Ich habe auch die Barbecue-Version da, die wollte ich zuerst nehmen. Aber ich denke, Toskana ist viel mehr italienisch. Das gibt der Pizza nochmal so einen italienischen Touch. Soße und Fisch erstmal schön in eine Schale geben. Dann so ein bisschen zerdrücken das Ganze, damit der Fisch nicht mehr im Ganzen ist, damit er sich besser verteilen lässt. So, ich muss so ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben jetzt Italiener im Haus. Wenn die das sehen, kann ich denen nicht mehr in die Augen schauen. Jetzt schön Fisch und Soße verteilen auf der Pizza. Und ihr seht, eine Dose ist genau die richtige Menge für eine Pizza. Und die dritte Zutat, wer jetzt anders erwartet, ein bisschen frisch gezupfter Mozzarella. So, einmal Herz runter, nochmal ein bisschen schön formen. Ja, und dann ist die Pizza schon fertig für den Ofen. Pizzaofen auf. Und dann geben wir die Pizza schon beherzt rein. Und ihr seht, wie schön der Teig schon nach oben gekommen ist. Ja, ein bisschen kann noch auf der einen Seite. Ja, und das ist schon wieder mal passiert. Ich habe mal wieder in Zeitlupe den letzten Take gemacht und somit habe ich mal hier keinen Ton. Und einige werden jetzt sagen, wie kann man bei so einem kurzen Video auch noch Fehler machen? Ja, das ist total richtig. Aber ich habe an diesem Tag 3 Videos gedreht und mir ist ein Fehler passiert. Und das ist gerade der, den wir jetzt gerade sehen. Denn ich habe das Video für nächste Woche schon mal angefangen und das für übernächste Woche habe ich schon mal abgedreht. Ja, und da ist mir tatsächlich ein Fehler passiert. Naja, was soll ich machen? Ich wollte euch noch sagen, wie mir das Ganze geschmeckt hat. Es war lecker, sagen wir mal so. Ich mag eigentlich die Fischdose mit Tomatengeschmack viel, viel lieber. Die gewürzten schmecken mir meistens gar nicht so gut. Die Barbecue habe ich inzwischen probiert. Die war okay, also die finde ich ganz gut. Also jetzt ohne Pizza. Aber die mit Tomatengeschmack schmeckt mir tatsächlich am besten. Und das hat sich wahrscheinlich auch ausgewirkt. Also es war lecker.
Man kann es durchaus machen, riecht alles richtig. Aber ich denke, mit Tomaten wäre es wesentlich besser geworden und eine Pizza nach freiem Gusto belegen ist für mich immer noch wesentlich besser. Aber es war eine Erfahrung wert. Und wer mal schnell eine Pizza hat und nur ein paar Zutaten zu Hause hat, der macht damit nichts verkehrt, sagen wir es mal so. Ja, nichtsdestotrotz, das war das Video auch schon, 3 Zutaten für eine Pizza. Falls ihr noch andere Pizzen mal machen wollt, habe ich hier noch 2 weitere Videos. Hier oben könnt ihr ein kostenloses Abo abschließen. Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen. Alle Rezepte, nicht das, wie bei mir im Blog. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt That's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann. Ciao.